Seit frühesten Zeiten war die Biene bei den Menschen von überragender Bedeutung. Sie lieferte Honig, den einzigen Stoff zum Süßen, den es gab. Erst ab ca. 1500 nach Christ wurde aus Zuckerrohr gewonnener Zucker nach Europa verschifft und blieb auch danach ein teures Gut. 1802 stellte erstmals Franz Xaver Acher aus Zuckerrüben Zucker her. Dass man mit Honig auch Lebensmittel konservieren kann, wussten die Menschen schon seit der Jungsteinzeit. Ein wichtiges Bienenprodukt ist ferner Bienenwachs. So benutzten bereits die Ägypter Bienenwachs, zum Beispiel bei der Mumifizierung und Einbalsamierung ihrer Pharaonen, als Grundstoff für Salben und Schminken und um ihre Holzschiffe abzudichten. Zur Herstellung von Papyrus wurde Bienenwachs bereits 3000 vor Christ als Bindemittel verwendet. Griechen und Römer verwendeten Wachstafeln als Notizblöcke und versiegelten Krüge, Öl- und Weinfässer mit Bienenwachs. Auch waren es die Römer, die als erste aus gerolltem Papyrus, der wiederholt in flüssigen Talg oder flüssiges Bienenwachs getaucht wurde, Kerzen herstellten, mit denen sie ihre Häuser erleuchteten und die sie bei religiösen Zeremonien verwendeten. Kerzen aus 100% Bienenwachs sind bis heute teuer und schaffen, wo sie angezündet werden, besondere Feierlichkeit. Die unschätzbare Bedeutung der Bienen als Bestäuber von Blüten war damals noch nicht bekannt. Über diese konkrete Bedeutung hinaus war zu allen Zeiten die Biene Symbol für besonders erstrebenswerte Eigenschaften wie Harmonie, Selbstlosigkeit, Reinheit und Jungfräulichkeit. Man hatte nämlich noch keine Kenntnis darüber, wie Bienen sich vermehren. Deshalb dachte man an eine geschlechtslose Vermehrung. So konnte man die jungfräuliche Biene mit der Unbeflecktheit der Gottesmutter Maria vergleichen. Sie war Symbol für Fleiß, aber auch für Faulheit und Parasitentum, nämlich der Drohnen. Der Bienenstaat mit dem König an der Spitze wurde als Vorbild für das Zusammenleben der Menschen gesehen, ein Bienenschwarm dagegen mit dem Angriff des feindlichen Heeres verglichen. Es wird angenommen, dass die Gattung der Honigbiene seit ca. 110 Millionen Jahren auf der Erde existiert. Zum Vergleich: Die Saurier lebten im Mesozoikum, Erdmittelalter, vor ca. 230 Millionen Jahren und starben vor ca. 65 Millionen Jahren aus. Die Messeler Grube entstand im Eozän vor ca. 48 Millionen Jahren im Zusammenhang mit der Aufhaltung der Alpen und dem Einbruch des Rheingrabens. Diese ältesten Ahnen der heutigen Bienen lebten allerdings solitär und verfügten noch nicht über zum Sammeln von Blütenstaub geeignete Körbchen an den Hinterbeinen. Die bedechtsamigen Pflanzen, das heißt also die Blütenpflanzen, hatten erst angefangen, sich zu entfalten. 100 Millionen Jahre alt ist die älteste gefundene Biene, Melitosphex burmensis, die Honigwespe aus Burma. Es handelt sich um einen Bernsteineinschluss, 2,95 mm groß, gefunden im nördlichen Myanmar. Zu Lebzeiten von Melitosphex stand der Pflanzengesellschaft der Blütenpflanzen die Eroberung der Welt noch bevor. Sie hätten nie erfolgreich sein können, wären nicht die Bienen gewesen, die sie besucht und für die Bestäubung gesorgt hätten. Umgekehrt ging aber auch der Aufstieg der Blütenstaub sammelnden Bienen untrennbar mit dem der
der blühenden Pflanzen einher. Von vor 45 Millionen Jahren stammt der älteste Fund einer Honigbiene aus dem Eckfelder Maar in der Vulkaneifel, 9 Millimeter groß. Hier können Wissenschaftler noch den Pollen erkennen, den die Biene zuletzt gesammelt hat. Diese Eckfeld-Apis lebt im erdgeschichtlichen Zeitalter des Eozän. In diese Zeit erst fällt die sprunghafte Entwicklung der Säugetiere. Bis zum Tier-Mensch-Übergangsfeld, also bis der Mensch auf der Erde zu erscheinen begann, dauerte es dann immer noch 40 Millionen Jahre. Vor etwa 30 Millionen Jahren, so schätzt man, begann die Staatenbildung der Bienen. Und nun zur Biologie der Biene selbst. Die Honigbiene heißt mit wissenschaftlichem Namen Apis mellifera. Es existieren zahlreiche Unterarten, die nicht mehr reinrassig, sondern schon durch die züchterische Tätigkeit des Menschen beeinflusst sind. Zum Beispiel die Backfastbiene und die vom Deutschen Imkerbund besonders bevorzugte Carnica. Sie ist deshalb besonders bevorzugt, weil sie besonders friedlich, ertragsreich ist und eine geringere Schwarmtendenz aufweist. Sie lebt in Kolonien von rund 50.000 Tieren im Sommer und rund 5.000 Tieren im Winter. Sie besucht Blüten, um dort Nektar und Pollen zu sammeln. Aus dem Nektar macht sie Honig, der Pollen ist eiweißreiche Nahrung für die Brut. Sie transportiert den Nektar im Honigmagen, einem bestimmten Darmabschnitt im Hinterleib, und den Pollen als Pollenhöschen an einer speziellen Einrichtung an den Hinterbeinen. Sie baut Waben aus Wachs, das sie in Drüsen erzeugt. Übrigens, nur Bienen können Bienenwachs produzieren. Bienenwachs kann also nicht synthetisch hergestellt werden. Sie speichert Honig und Pollen in den sechseckigen Zellen und nutzt diese als Kinderstube. Sie dient dem Menschen in erster Linie als Bestäuber von Nutzpflanzen. Circa ein Drittel unserer Ernährung hängt von der Bestäubertätigkeit der Bienen ab. Sie sammelt an Knospen, Früchten, Blüten und Blättern der Pflanzen Harze, die sie als Kittharz, das sogenannte Propolis, im Stock einbaut. Es wird vom Menschen zu medizinischen Zwecken verwandt. Sie wird von Menschen in künstlichen Höhlen gehalten, aus denen Honig, Wachs, Pollen, Futtersaft, Gelee Royal und Propolis geerntet wird. Bienen treten nicht einfach als Männchen und Weibchen auf, sondern es gibt 3 verschiedene Erscheinungsformen in einem Stock. Eine ist männlich, 2 sind weiblich. Der Drohn, die Arbeitsbiene oder Arbeiterin, die Königin, auch Weißel oder Stockmutter genannt. Die Entwicklungszeiten von Königin, Drohn und Arbeiterin sind unterschiedlich lang. Die Entwicklung wird in 3 Zeitabschnitte eingeteilt. Zu Beginn des Puppenstadiums werden die Zellen jeweils verdeckelt. Erstens die Zeit als Ei. Die von der Königin gelegten Eier, die Imker sagen Stifte, sind gerade noch sichtbar, stehen am Anfang senkrecht und legen sich dann auf den Zellenboden. Zweitens Zeit als Made oder Larve in offener Wabenzelle. Die Larven werden intensiv gefüttert. Die Gewichtszunahme liegt bei der Arbeiterinnenlarve etwa beim Faktor 1000. Zeit der verdeckelten Zelle. Hierbei verpuppt sich die Larve mehrmals. Die Entwicklungszeit ist unterschiedlich. Eine Arbeiterin benötigt
von der Eiablage bis zum Schlüpfen aus der Zelle 21 Tage, die Königin 16 Tage und der Thron 24 Tage.